Bunt, weltoffen, leidenschaftlich. Kreativ, laut, selbstbewusst. Israel, ein Land voller Vielfalt und Gegensätze. Israel auf eigene Faust entdecken. Geht das? Ist das sicher genug? Unsere erste Station ist Tel Aviv, die Stadt, die niemals schläft. Der Broadway heißt hier Rothschild Boulevard. Schreckmomente erlebt man in dieser Stadt ständig, aber man lässt sich überraschend schnell mitreißen von der Entspanntheit der Tel Aviver. Der erste Boulevard des jungen Tel Aviv wurde vor 100 Jahren auf den Wüstensand gebaut. Die traditionellen Kioske gibt's immer noch und sie sind Kult. Hier schmeckt der Kaffee Tag und Nacht. Gemessen an der Einwohnerzahl ist der Anteil an E-Bikern und Scootern in Tel Aviv weltweit am höchsten. Und das kann nerven, denn der Israeli ist mit seinem E-Gefährt geradezu verwachsen. Schnell, laut, grell. Am besten macht man einfach mit. Der Bikeverleih Pole Position macht auch Touristen zu echten Tel Avivern. Unternehmensmotto: immer schön cool bleiben. Im Gegensatz zu unserem weltweiten Image ist Tel Aviv eine der sichersten Städte weltweit, die man besuchen kann. Keine Frage, wir haben hier immer mal wieder Probleme in der Stadt. Aber auf der anderen Seite haben wir eine sehr geringe Kriminalitätsrate. Du kannst dich hier egal wo und wann sicher fühlen. Alles klar? Okay, dann geht's los. Richtung Norden, immer am Strand entlang. Fahrradfahren ist sehr angesagt in Tel Aviv. Wir haben über 120 Kilometer Radwege. Es ist definitiv der beste Weg, die Stadt kennenzulernen. So you know that in Israel we have a lot of tension and conflicts. Juden und Nichtjuden, religiös oder säkular, schwul oder nicht schwul, hier ist alles ständig unter Spannung. Tel Aviv ist offen und liberal. Dafür ist dieser Strand hier ein gutes Beispiel. Der Strand hier mit den bunten Schirmen, das ist der Schwulenstrand. Freitags gibt's hier die tollsten Partys. Gegenüber seht ihr den Strand mit dem Sichtzaun. Das ist der Strand für die Orthodoxen, also die frommen Juden. An diesem Strand gibt es klare Zeiten für Männer und Frauen, weil sie nicht gemeinsam baden dürfen. Ja, das ist schon lustig. Schwul und religiös, also direkt gegenüber und genau dazwischen wurde der Hundestrand gebaut. Das ist sehr symbolisch für unsere Stadt. Ach übrigens, am Schabbat, unserem Ruhetag, gehen die Religiösen natürlich nicht zum Strand. Der Strand ist dann schön leer und an diesem Tag offen für alle. Der Stadtstrand von Tel Aviv ist einer für alle und alles. 14 Kilometer lang, mit vielen unterschiedlichen Abschnitten. Unaufgeregt, tolerant, voller Lebenslust und Zwanglosigkeit. Für Architekturfans ist Tel Aviv ein Augenschmaus. Berlin, Paris oder Rom, überall könnte dieses Haus hier stehen. Tel Aviv ist europäisch und fantasievoll. Aus dem 1921 erbauten ersten Einkaufszentrum der Stadt samt Aufzug ist knapp 100 Jahre später ein absolutes In-Café geworden. Das Herzl 16 ist ein kleines Paradies mitten in der hektischen Mittelmeermetropole. Mehrere tausend Häuser im Bauhaus- bzw. internationalen Stil sind in Tel Aviv zu Hause. Die größte Ansammlung dieser Bauten weltweit.
Europäische Juden, die zur Zeit des Nationalsozialismus nach Israel auswanderten, prägten maßgeblich den Stil der Stadt. Tel Aviv boomt. Die Wohnraumpreise sind mit New York vergleichbar. Immobilienschnäppchen gibt's hier schon lange nicht mehr. Schon gar nicht in den hippen Vierteln wie in Neve Tzedek, dem Gründungsviertel der Stadt. Ein urbanes Idyll, dessen maroder Charme nach längerem Dämmerschlaf von Investoren wach und teuer geküsst wurde. Schmuckläden, Feinkostgeschäfte, Galerien. Der perfekte Platz für eine Eisdiele, dachte sich Anita. Keine Italienerin, sondern eine waschechte Israelin, die volles Risiko bei ihrer Gründungsidee ging. 150 Eissorten, täglich frisch produziert und handmade. In Israel denkt man gerne groß. Vielleicht, weil das Land so klein ist. Es gibt Ableger von Anita in Australien und demnächst auch in New York. Dabei hat Anita ganz klein angefangen, verrät uns der Store-Manager Josef. Sie hat bei sich zu Hause in der Küche mit Marmelade und Kuchen experimentiert. Gemeinsam mit ihrem Sohn ist sie dann auf die Idee mit dem Eis gekommen. Und die beiden sind jeden Freitag auf den Markt gegangen und haben da ihre Produkte verkauft. Da hat jeder gesagt, sie müssen unbedingt ein Geschäft aufmachen. Naja, und der Laden hier ist mittlerweile eine echte Institution. Und immer brechend voll, auch wenn die Eispreise ganz schön hoch sind. Willkommen Deutschland. Wir freuen uns, euch bald hier zu sehen. Probiert unsere vielen Eissorten, so viel ihr wollt. Weniger idyllisch, dafür pur und laut ist Florentin, ein weiteres Innenviertel Tel Avivs. Florentins Lewinsky-Markt ist ein wahrer Melting Pot kulinarischer Genüsse. Mittendrin das Mini-Café von Benny Brieger. Hier dreht sich alles um frische Kräuter und fermentierte Früchte, die von Benny in seinem 2 Quadratmeter Laden zu außergewöhnlichen Getränken verarbeitet werden. Partner Moshe ist für die Kräuter zuständig. Er zieht sie selbst in einem Tel Aviver Garten. Alles frisch und regional. Das Erfolgsmotto der beiden. Im Lewinsky 41 bekommt man echte Kunstwerke, die fast zu schade zum Trinken sind. Das Leben im Hier und Jetzt haben die Tel Aviver richtig gut drauf. Es ist die Sonne, es ist die Fröhlichkeit und es sind die verschiedenen Kulturen. In einer israelischen Familie findest du Leute aus 5, 6 verschiedenen Ländern. Wenn du ein Problem hast, ist in 5 Minuten jemand da, um dir zu helfen. Wir sind ein kleines Land und wir sind ein kleines Volk und jeder kennt jeden. Wir leben in einer Konfliktzone und deshalb ist man wohl in seinem täglichen Leben einfach freundlich und warm. Schlussendlich geht es um das Miteinander zwischen Menschen. Nur das zählt. Jeder gute Koch Tel Avivs kauft auf dem Lewinsky-Markt ein. Und jeder kennt diese unscheinbare Tür hier. Eher untypisch für Tel Aviv, die kurzen Öffnungszeiten. Aber die muss man sich eben einfach merken, wenn man auf besondere Qualität steht. Ari Habschusch ist eine Persönlichkeit auf dem Lewinsky-Markt und sein Familienunternehmen eine Institution in Sachen Gewürzqualität. Es ist ein außergewöhnlicher Markt. Der Lewinsky-Markt ist sehr kulinarisch und einzigartig aufgrund der Qualität der Produkte. Hier kann man sehr besondere Sachen aus der ganzen Welt finden und das sehr frisch. Erstaunlich, was hier Tag für Tag los ist. Nicht nur Einheimische kaufen bei Ari ein, auch Touristen kommen in letzter Zeit vermehrt. Überhaupt wünschen sich die Habschuschs wieder mehr Touristen nach Israel. Das tut dem Land gut, sagt Ari.
Es kommen schon viele Leute aus Deutschland, aber wir hoffen, es kommen noch mehr. Was ich mir aber wirklich wünsche, ist Frieden. Wir haben genug von Politik und Krieg. Wir haben es satt. Wir leben wie in einer Seifenblase. Bubble soup. Das Nicht-Wissen, was morgen ist, lähmt hier die wenigsten. Eher hat man das Gefühl, es spornt sie an, die Tel Aviver. Hakosem, der Zauberer, ist so ein Beispiel für das Lebensgefühl Tel Avivs. Über 1000 Kichererbsen-Fans treten sich hier tagtäglich auf die Füße. Die besten Falafeln der Stadt soll es hier geben. Und auch der Hummus, Grundnahrungsmittel Israels, soll hier einer der besten sein. Bei Ariel Rosenthal dreht sich alles um die Kichererbse. Tatsächlich habe ich irgendwann entdeckt, dass Leute aus der ganzen Welt plötzlich Notiz von der unscheinbaren, aber wunderbaren Kichererbse nahmen. Hier bei Hakosem haben wir am Tag um die 150 Gäste und alle essen hier ausschließlich Kichererbsen, denn das ist die Grundlage von jedem meiner Gerichte. Dreimal am Tag werden die Falafelzutaten frisch zubereitet. Und es vergeht keine Minute am Tag, in der die knusprigen Bällchen nicht im Ölbad tanzen. Über Hummus hat Ariel Rosenthal gemeinsam mit Köchen aus dem gesamten Nahen Osten ein Buch herausgebracht. Hummus, about chickpeas. In our mind, für uns steht fest, beim Essen gibt es keine Grenzen. Wir haben eine Landkarte gezeichnet und haben die 9 wichtigsten Kichererbsenstädte in den Fokus dieser Karte gesetzt. Chickpeas cities. On the Hummus Route heißt das Buch. Eine utopische Reise zwischen Städten, Menschen und Träumen im Nahen Osten. Von Kairo über Damaskus, Gaza, Jaffa bis nach Beirut. Jeder macht seinen Hummus anders und jeder hat den besten Hummus. Den besten Falafel-Wrap hat wahrscheinlich Hakosem. Wir kommen von überall her. Maxi zum Beispiel ist aus Russland, Ma ist Araber. Alleine hier haben wir so viele Nationalitäten. Ich glaube, das macht uns aus, dass wir von überall herkommen und eine Gemeinschaft geworden sind. Sowas hast du weder in Deutschland noch in Frankreich oder Italien. In Deutschland gibt es deutsche Menschen seit Ewigkeiten. Wir haben keine Ewigkeiten. Wir sind ein sehr junges Volk. Ich glaube, das ist unser Geheimnis. Tel Aviv macht süchtig. Nach Unbeschwertheit, Lebenslust und dieser außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit. Und das alles mitten in einer Konfliktzone. Schweren Herzens verabschieden wir uns von dieser außergewöhnlichen Stadt und machen uns auf den Weg nach Abu Ghosh. Dort haben wir eine Verabredung mit einem 23-fachen arabischen Lotto-Millionär. Aber erst wollen wir noch den King of Rock besuchen. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo Leute um 9 Uhr morgens Rock'n'Roll tanzen. Elvis hat hier in Neve Ilan, einem kleinen Vorort von Jerusalem, seine postmortale Heimat gefunden.
Elvis Diner von Uri Joeli gibt es schon seit den 80ern. Schaut euch die Gesichter der Leute an. Sie sind glücklich, sie lachen. Das ist Elvis. Das sind Jugenderinnerungen. Das ist nicht nur Musik. Das ist etwas ganz Besonderes. Und es bleibt besonders. Im arabischen Dorf Abu Ghosh ist am Samstag, also am Schabbat, dem jüdischen Ruhetag, die Hölle los. Abu Ghosh ist die Hummus-Hauptstadt des Landes und ein arabischer Lottomillionär hat sie dazu gemacht. In Amerika hat Jawdat Ibrahim 23 Millionen $ gewonnen und ist mit einer Idee wieder zurück in sein Dorf gegangen. 90% local Jewish customer here, regular customer. 90% unserer Kunden sind Juden. Vor 20 Jahren hat man am Schabbat, also samstags, in Jerusalem kein offenes Restaurant gefunden. Jetzt ist das nicht mehr so, aber die Leute kommen immer noch hierher nach Abu Ghosh. Und sie bestellen, als hätten sie wochenlang nichts zu essen bekommen. Bei Jawdat Ibrahim haben schon viele Politiker, ja und sogar Könige gegessen. Im Nahen Osten gibt es eine Sache, die für alle gleich ist und die vereint: das Essen. Bei jedem Meeting zwischen Politikern steht im Nahen Osten Hummus auf dem Tisch. Hummus verbindet. Ob der Hummus nun von einem Araber oder einem Juden gemacht wurde, ist egal. Man isst ihn. Ich versuche viel, um beide Seiten zusammenzubringen, miteinander zu sprechen, sich auf gleicher Ebene zu begegnen. Wenn wir miteinander sprechen, dann können wir uns auch besser verstehen. Wir haben keinen anderen Platz zum Leben, weder die Juden noch wir Araber. Wir müssen hier leben, ob man das nun mag oder nicht. Es gibt einfach keine andere Wahl, also warum machen wir es dann nicht auf eine gute Art und Weise? Jetzt muss er aber weiterarbeiten, unser Millionär. Gutes Essen ist offenbar auch eine gute Basis für friedliche Koexistenz. Von Abu Ghosh aus fahren wir durch das Westjordanland zum Toten Meer. Es geht bergab und das kilometerlang. Fast 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Unvorstellbar, aber tatsächlich real. Das Tote Meer. Das Wasser hat einen Salzgehalt von 30%. Das Mittelmeer hat zum Vergleich gerade mal 3%. Das Tote Meer wird immer weniger. 1 Meter pro Jahr sinkt der Meeresspiegel. Früher konnte man zum Engedi-Strand laufen. Heute muss man die Traktorbahn nehmen. Die Gegend auf eigene Faust erkunden sollte hier keiner. Die Sinkholes, die wegen des Wasserrückzugs überall entstehen, sind bis zu 20 Meter tiefe Krater, die sich plötzlich auftun. Wie lange man hier noch baden kann, weiß keiner. Noch ist es ein unglaublich faszinierendes Erlebnis. Ja, und man kann tatsächlich Zeitung lesen. Das war das erste Mal jetzt für uns. Genau. Und man hört ja, dass der Salzgehalt sehr hoch sein soll und man weiß, dass man so ein bisschen mehr noch an der Oberfläche schwebt sozusagen. Aber es ist doch noch mal mehr, als man es erwartet. Und was uns auch besonders erstaunt hat, ist die Wassertemperatur. Die ist wirklich also über 30 Grad und so. Das ist schon, ist noch mal, das haben wir nicht erwartet, dass es so warm ist tatsächlich. Angeblich sehr gesund, auf jeden Fall ein großer Spaß, das Einreiben mit Schlamm. Dafür kommt dieses Männertrio extra von der Copacabana. They're from Brazil, how are you? Very good. Mal sehen, wie lang sie noch kommen, die Touristen. Am nördlichen Zipfel des Toten Meeres macht die tiefste Galerie der Welt aufmerksam auf das Seesterben.
Israel und Jordanien sollten schnell eine Lösung finden, um das Tote Meer zu erhalten. Hoch über dem Toten Meer überrascht mitten in den kargen Bergen die Oase des Kibbutz-Hotels En-Gedi. Karni Kovac hat das Kibbutz, das sich aufgrund seiner Traumlage schon lange auf Tourismus und Wellness spezialisiert hat, mit aufgebaut. I was born in Tel Aviv. Ich komme ursprünglich aus Tel Aviv. Die Armee hat mich hierher geschickt. Gleich am ersten Tag habe ich einen netten Mann mit fantastisch grünen Augen getroffen und mich auf der Stelle in ihn verliebt. Wir sind jetzt seit 41 Jahren zusammen und leben hier im Kibbutz. Ich liebe diesen Ort hier. Es ist ein wahres Paradies. Die Geschichte des Ortes und diese Atmosphäre hier sind sehr besonders. Über 900 verschiedene Blumen, Pflanzen und Bäume aus der ganzen Welt wachsen hier. Jahrtausende alte Quellen machen diese einzigartige grüne Oase so fruchtbar. Früher waren wir im Kibbutz alle gleich, egal wer welchen Job gemacht hat. Alle haben das gleiche Geld gehabt. Wohnen und Essen war kostenlos. Jetzt ist das schon etwas anders. Wir haben Jobs, für die man uns bezahlt. Aber wir sind trotzdem noch eine Gemeinschaft. Wir verbringen unser ganzes Leben zusammen. 550 Kibbutz-Mitglieder hat En-Gedi. Die meisten leben seit Jahrzehnten hier. Keine Autos, kein Lärm, von der Sonne geküsst und so entspannt. Für die Touristen gibt es ein modernes Spa und das Tote Meer neben dem Original auch im Kleinformat. En-Gedi, was übrigens übersetzt Quelle des Zickleins bedeutet, ist ein echtes Paradies mitten in den rauen judäischen Bergen. Karni Kovac wird mit ihrer Familie hier bleiben und weiter hoffen, dass das Tote Meer nicht wirklich stirbt. Sehr entspannt geht's für uns weiter nach Jerusalem. Das ultraorthodoxe Viertel Mea Shearim ist eine Welt für sich. Man sieht hier nicht nur anders aus, man denkt und spricht auch anders als der Rest Israels. Gott ist hier das Thema, immer und überall. Israel Rabinowitz, der einen Laden für religiöse Produkte betreibt, ist im Stress. Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, steht vor der Tür. Da braucht jeder noch schnell eine neue Kippa oder Kappel, wie man hier auf Jiddisch sagt. Jiddisch? Jiddisch ist Deutsch. 50% Jiddisch ist Deutsch. Bonjour, dort läuft aber Lady. Ich will weisen, das ist ein nice Kappel für Yom Kippur. Very nice. 18. 18 Schekel, das sind so um die 5 Euro. Weitaus teurer sind die Hüte der Ultraorthodoxen. Försters Hats ist nicht nur eine Institution in Jerusalem, auch in New York kaufen die Juden bei Försters. Er will haben Und das ist der König der Hüte, Yitzhak Förster. Er hat uns eingeladen und wir staunen nicht schlecht. Es gibt hunderte verschiedene Hutformen. Wer von wo und zu welcher Gruppierung gehört, erkennen die Ultraorthodoxen eigentlich nur untereinander. Yitzhak Försters Heiligtum liegt unter den Verkaufsräumen. Hier wird jeder Hut per Hand gefertigt. Die Försters heißen ursprünglich eigentlich Förster. Yitzhaks Vater hatte vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten ein Hutgeschäft in Wiesbaden. Das ist Ihr Verkaufsschlager, richtig? Ja, ja. Aber das ist ein anderes Modell. Das ist ein ganz anderes Modell. Ja. Wer kauft Ihre Hüte?
Wer es hat zu bezahlen? Kulthüte mit Humor. Ein paar Schritte nur trennt das religiöse Meer Shearim vom weltlichen Shuk Machane Yehuda, dem größten Markt Jerusalems. Der gebürtige Frankfurter Ari Rosen kennt beide Seiten gut. Auch er lebte lange Zeit in einem religiösen Stadtviertel Jerusalems. Der Shuk ist heute einer seiner Lieblingsorte. Das Leben in Israel ist sehr teuer, also wenn man so von den Lebenshaltungskosten spricht. Aber Obst und Gemüse kann sich jeder hier leisten. Vor dem hohen Feiertag Yom Kippur ist es hier besonders voll. Die Stimmung bleibt trotzdem meistens freundlich. Das war gerade eben ein arabischer Verkäufer und er hat mir gewünscht, Briut, Gesundheit für dich, Gesundheit für das Volk Israel, Briut Lam Israel. Und das ist sehr schön, wenn man auch so miteinander umgeht. Im und um den Markt herum gibt es Speisen aus aller Welt. Und klar, Hummus ist immer dabei. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Das heißt Rachmo, irakische Küche, orientalische Küche. Und das Schöne in Israel ist, jede ethnische Gruppe, die Juden sind ja von der ganzen Welt nach Israel zurückgekehrt. Und jede ethnische Gruppe hat ihre Speisen mit nach Israel gebracht. Und nur die Besten haben sich durchgesetzt. Also es ist wirklich eine sehr vielfältige Küche. Und wie schon gesagt, hier irakische Speisen, sehr, sehr lecker. Wenn man das erste Mal nach Israel kommt, sollte man auch unbedingt Yad Vashem besuchen. Yad Vashem ist die Holocaust-Gedenkstätte. Ich glaube, man kann Israel und das jüdische Volk ohne den Holocaust gar nicht richtig verstehen. Im Holocaust waren die Juden wehrlos und heute kämpft man für dieses Land. Und auch Juden auf der ganzen Welt unterstützen dieses Land, weil wir wissen sehr gut, dass wir letzten Endes auf keinen vertrauen können wie auf uns selber. Und das erklärt auch die Einstellung und dieses Untrennbare zwischen den Juden und dem Land Israel. Yad Vashem tut weh. Richtig weh. Gegen das Vergessen, Antisemitismus keinen Raum geben, keinen Millimeter. Aaron Katz, בן 15, Ukraine. Mehr als 6 Millionen Juden wurden während der NS-Zeit von Deutschen systematisch ermordet. Das wird für immer in diesem Volk verankert sein. In der Nacht vor Yom Kippur, dem Tag der Sühne, treffen sich zigtausende Juden aus der ganzen Welt vor der Klagemauer in der Altstadt Jerusalems. Bis 4 Uhr nachts beten und singen sie, gemeinsam. Dicht gedrängt, keine Gewalt, keine Panik, kein Terror. Jerusalem, die heilige Stadt. Hier ringen gleich 3 Weltreligionen um ihren Platz. Die Altstadt seit Jahrtausenden heftig umkämpft. Ein Quadratkilometer Weltgeschichte. Das wichtigste Heiligtum der Juden, die Klagemauer. Hier soll man Gott am allernächsten sein. Viele stecken Zettel, auf die sie Wünsche und Gebete geschrieben haben, in die Ritzen zwischen den Steinen. Nicht weit entfernt thront der muslimische Felsendom auf dem Tempelberg, eines der ältesten Heiligtümer des Islams. Und dann sind da noch die Christen. Die Altstadt von Jerusalem ist intensiv. Mitten auf der Via Dolorosa, dem Leidensweg Jesu, kann man vom religiösen oder auch nur lauten Getümmel Pause machen. Und das auf sehr angenehme Art und Weise. Und ja, jeder darf vorbeikommen. In das älteste christliche Gästehaus in Jerusalem, das österreichische Hospiz. Und man kann hier längst nicht nur schlafen. In unserem Café Triest haben wir eine große Auswahl an österreichischen Speisen. Ganz beliebt ist die österreichische Sachertorte, der Apfelstrudel. Wir haben aber auch ein Wiener Schnitzel, Kässpätzle. Und das wird alles von unseren lokalen
Personal hergestellt. Die Küchenbesatzung ist alles lokal und wurde von österreichischen Köchen eingeschult. Und das Sahnehäubchen: für etwas mehr als €1 hat man von hier aus einen wirklich grandiosen Blick über die Altstadt. Wenn man natürlich am Tag durch die Altstadt läuft, und dann trifft man auf Massen von Touristen, von Pilgergruppen, von Juden, von Moslems, die ihre religiösen Auslebungen in der Altstadt nachgehen. Und dann eröffnet sich eine große Tür und das österreichische Hospiz geht auf und man geht rein in diesen Garten, in diese Oase und hat Zeit zum Nachdenken, zu reflektieren. Es ist ein Ort der Ruhe, ein Ort der Stille. Man kann gemütlich seinen Kaffee und einen Apfelstrudel genießen. Alles andere als gemütlich ist das Geschäft von Josef. Er ist hier der Herr der Kreuze. Und die sind verdammt schwer. 20 Kilo pro Stück. Die Pilger wollen es so. Jesus hatte es ja auch nicht leicht auf seinem Kreuzweg über die Via Dolorosa. Die muslimische Familie Kanan hat seit Generationen das Monopol auf die Pilgerkreuze in Jerusalem. Diese Regelung hat schon vor Hunderten von Jahren Chaos vermieden. Manchmal sind es nur 4 Kreuze am Tag, manchmal auch gar keins. In der Woche vor Weihnachten und Ostern läuft es richtig gut. Da bringe ich 8 bis 10 Kreuze zu den Pilgergruppen. Unermüdlich balanciert Josef die schwere Last flink durch die engen Gassen. Er kennt alle Abkürzungen hier und er behält immer den Überblick über seine Kreuze. Weiß, wann er wo Kreuze holen oder bringen muss. Die letzten Stationen des Kreuzweges bewältigen die Pilger in der Grabeskirche. An Jesus Salbungsstein wird kräftig gewischt, die Tücher später luftdicht verpackt und wie ein Heiligtum mit nach Hause genommen. Jesuskult. Für die allerletzte Station des Kreuzweges muss man viel Geduld haben und lange Schlange stehen. Die bedeutendste Stätte in der Grabeskirche ist das leere Christusgrab in der Grabeskapelle. Und da ist es so eng, dass immer nur 3 Personen Einlass bekommen. Der echte Vollblutpilger hat jetzt nur noch einen Weg vor sich, den zum Tattoo-Studio von Wassim Razzouk, einem palästinensischen Christen ursprünglich aus Ägypten. Helen aus Wales hat sich als Abschluss ihrer Pilgerreise einen Ölzweig gewünscht. In Jerusalem tätowieren die Razzouks schon Jahrhunderte. Um ihre Pilgerreise zu besiegeln, lassen sich viele Pilger hier ein Tattoo machen. Meistens ein Kreuz und das Datum der Pilgerreise. Sie zeigen damit, dass sie ihren Glauben erneuert haben und weiterhin den Fußspuren Jesu folgen. Heilig, heiliger, am heiligsten. Und das alles auf so engem Raum. Noch 3 Stunden Zeit bis Yom Kippur, dem höchsten aller jüdischen Feiertage. Bei Sonnenuntergang wird dann das öffentliche Leben in Israel stillstehen. Auch in Tel Aviv, der Stadt, die niemals schläft. ...25 Stunden lang wird kein Auto auf Israels Straßen unterwegs sein.
Unvorstellbar und jedes Jahr ein faszinierendes Erlebnis. Sozusagen ein religiös begründeter Öko-Feiertag. Umweltschutz und Entschleunigung. So ein Feiertag sollte überall in der Welt eingeführt werden. Yom Kippur zieht nicht nur die jüdische Welt ins Heilige Land. Sam hier ist aus Papua-Neuguinea angereist, um Yom Kippur in Israel zu feiern. This day is holy. Das ist ein heiliger Tag. Wir respektieren diesen Tag. Wir sind 3 Wochen hier und begehen die Feiertage gemeinsam mit den Israelis. Wir waren bisher in Jerusalem. Yom Kippur wollen wir unbedingt in Tel Aviv erleben. Yom Kippur hier. Engelsgleich kleiden sich viele in Weiß. Und essen den ganzen Tag nicht. Warum, erklärt uns Moshe. Gleich. An diesem Tag essen wir nicht, weil wir den Segen für das ganze Jahr erhalten wollen. Wenn du alles hast, Luxus, Sex, Essen, Zigaretten, kannst du deine Seele und deinen Verstand nicht zu einem anderen Platz schieben. Wenn die Leute Yoga machen oder fasten, fühlen sie sich plötzlich ganz nah bei sich. Das ist eigentlich das gleiche Konzept hier. Das Konzept macht auch Tel Avivs Kinder happy. Endlich mal Platz zum Spielen. Moshe wird den ganzen Tag in der Synagoge verbringen, um ganz nah bei Gott zu sein. Wegen uns kommt er ein bisschen zu spät. Aber in Moshes Synagoge nimmt man das nicht so streng, beruhigt er unser schlechtes Gewissen. Die einen beten, die anderen betreiben konsequent Körperkult. Was für ein wunderbarer Feiertag. Wir sehen ausschließlich entspannte Gesichter. Und sogar Tel Avivs Tauben kommen mal zur Ruhe. Die jüdischen Feiertage beginnen und enden mit dem Einbruch der Dunkelheit. Sobald 3 Sterne am Himmel zu sehen sind, wird an Yom Kippur in der Synagoge ein Widderhorn geblasen und der Feiertag ist zu Ende. Darauf wartet man jetzt gespannt, denn so langsam haben alle mächtig Hunger. Geschafft. Fröhlich fallen sich die Gläubigen in die Arme. Alle Sünden sind vergeben. Jetzt wollen alle nur noch eins: nach Hause, essen und trinken. Wir genießen die besondere Stimmung dieser letzten Nacht in Tel Aviv noch ein bisschen, bevor der Autoverkehr die Stadt wieder übernimmt und wir zu unserer letzten Etappe aufbrechen. 2 Stunden dauert die Fahrt von Tel Aviv aus in den Norden Israels. Akko, die Kreuzfahrerstadt und Heimat des berühmtesten Fischkochs Israels, ist unser Ziel. Wer Akko erobert, erobert die Welt, soll Napoleon gesagt haben, nachdem er vergeblich versucht hat, die Stadt einzunehmen. Uri Jeremias hat auf jeden Fall die Herzen der Bewohner Akkos erobert. Hi. Uri wird in der Altstadt Akkos, die mehrheitlich von arabischen Israelis bewohnt wird, geradezu verehrt. Jeder will sich mit ihm unterhalten. Warum? Weil er ein Macher ist, die Stadt mit seinen Ideen vorwärts bringt und Arbeitsplätze schafft. Wenn man so rumläuft hier und sich das anschaut, wenn man zu Hause sitzt vom Fernsehen und sich die Nachrichten anschaut, in Deutschland oder in England oder in Amerika oder überall, kann man sich nie vorstellen, dass man so ruhig und bequem und willkommen ist
rumlaufen kann in der Stadt. Man sieht, wenn, dann sehr wenig Polizei oder Armee, überhaupt nicht. Und Juden und Araber arbeiten zusammen. Und was eigentlich nötig ist, um das zu erreichen, ist eine sehr einfache Zutat, und das ist Respekt. Ja? Und darum ist es auch sehr wichtig für uns, dass ihr hier seid und damit man den Leuten sagen kann, Araber und Juden können zusammenleben. Man muss nur lassen. Uri ist Jude und kein Koch. Seine Mitarbeiter sind zum größten Teil Araber und auch keine Köche. Das passt perfekt zusammen und schmeckt unfassbar gut. Gerade das ist ein Vorteil, weil gebildete Köche wissen, was zu machen. Ich weiß nicht. Da muss ich erfinden. Das ist Fisch. Das ist ein Salm, der ist nur mit Algen gewickelt, in Algen gewickelt und mit etwas Brotkrümel ganz kurz, dass es innen noch roh ist. Ja? Das Restaurant ist weder koscher, noch hat es am Schabbat zu. Voll ist es immer und das seit 30 Jahren. Uri, der früher Bomben entschärft und auch eine ganze Zeit lang in einer Hamburger Hippie-Kommune gewohnt hat, hat neben seinem Restaurant noch ein weiteres Juwel mitten in der Altstadt Akkus. Das ist unser Hotel, Effendi. Das nur zu renovieren, war 3-mal so viel wie neu zu bauen. Ja? Das ist verrückt. Das ist das Haus mit dem höchsten Niveau von Konservation, der je bei privaten Leuten in Israel gemacht worden ist. Originalgetreu bis ins Detail hat Uri Jeremias einen osmanischen Palast unter strenger Aufsicht der Denkmalschutzbehörde restaurieren lassen. Geschichte ist hier in jedem Raum spürbar. Und genau das ist der besondere Luxus des 5-Sterne-Hotels. Dabei. Zurück ins Restaurant. Mango und schwarze Oliven. Das ist alles. Uri persönlich deckt für uns den Tisch. Was für eine Ehre. Man muss sich immer schnell hinsetzen, sonst gibt es keinen Platz mehr. Dass uns jemand den Platz wegschnappt, wollen wir bei diesen Aussichten keinesfalls riskieren. Aber ihr müsst anfangen zu essen. Endlich. Guten Appetit. Guten Appetit. Das Erfolgsrezept von Uri Buri: nichts, was Uri nicht schmeckt, verlässt seine Küche und außerdem 2 Regeln. Den besten Material zu kaufen und das zweite ist nicht zu verderben. Das sind 2 Regeln. Danke, Uri, dass wir dich den ganzen Tag begleiten durften und du uns geduldig Einblicke in deine Welt gewährt hast. Und danke, Israel. Wir waren überall willkommen, haben uns zu jeder Zeit und an jedem Ort sehr sicher gefühlt. Und wollen unbedingt wiederkommen.